An diesen 20 Kinderrücken hängen locker 3.000 €. Denn ein neuer Schulranzen kostet 150 € im Schnitt. Spitzenmodelle gerne auch mal das Doppelte. Der hat so 200 € gekostet. Schon eine stolze Summe, ja. Auch so 230, 250, weil wir darauf geachtet haben, dass die rückenschonend sind, die Ranzen. Und das ist erst der Anfang. Schulausflüge dürfen jetzt bis zu 900 € kosten. Doppelt so viel wie bisher. Also wir hoffen, dass das in den meisten Schulen nicht ausgeschöpft wird. Einschulung an der Hafenschule in Wiesbaden. 60 Kinder erleben hier am Dienstag gerade ihren ersten Schultag. Eine von ihnen ist Sophia Kowalski. Glück für Mutter Amelie, sie kann sich bei all den Kosten auf ihre Familie verlassen. Die Preiskategorie ist ja so 200 € aufwärts für einen neuen Schulranzen, der ergonomisch auch passt. Und den Rest haben die Großeltern mit ausgeholfen, weil natürlich auch alles, was man braucht für den Schulbeginn, da sein muss. Und das kostet einiges. Und also ohne Großfamilie hätten wir das nicht geschafft. Teuer ist es für jeden. Aber was der Ranzen von Christoph Kowalski alles kann. Licht. Die Eltern haben Glück. 290 € sollte das neue Lieblingsstück eigentlich kosten. Sie zahlten 250 €. Reiner Zufall. Die Preise, die sind schon angezogen, aber dadurch, dass er sich ein Modell ausgesucht hat, was ein Vorjahresmodell war, hatten wir es natürlich einen Ticken günstiger und haben dann natürlich ein Schnäppchen machen können. Weil die neueren Modelle haben ihm nicht so gut gefallen wie das ältere Modell. Aber warum geben Eltern eigentlich so viel Geld für einen Markenranzen aus? Das erforscht Marketing-Experte Axel Dammler seit Jahren. Für Eltern sind Schulranzenmarken sehr wichtig, weil teilweise kennt man die ja noch aus der eigenen Kindheit. Und diese Marken sind eben auch ein Garant für Qualität, ein Garant für Produktsicherheit. Das heißt, den Eltern ist es etwas, was normalerweise sehr wichtig ist. Den Kindern hingegen ist es komplett wurscht. Die kennen die Marken nicht, die haben keine Ahnung, was die Marken bedeuten. Kein Markenimage, sondern die finanzielle Not der Eltern steht hier im Mittelpunkt. Im Keller des Caritas-Hauses St. Joseph in Offenbach. Das Team von Annette Bacher gibt eine kostenlose Erstausstattung an Bedürftige. Wir haben ja ganz viele gespendete Schulranzen, gebrauchte als auch neue. Wir haben die Schulranzenaktion seit 2008 hier in Offenbach und sammeln dafür immer Spenden bei Kirchengemeinden, bei Firmen, bei Privatleuten. Wie hier freuten sich in den vergangenen Wochen die Kinder über die Spende. Mehr als 100 Schulranzen fanden so neue Besitzer, so viele wie noch nie seit dem Start vor 15 Jahren. Doch das Erfolgsmodell gerät im nächsten Jahr gleich von 2 Seiten unter Druck. Der Bedarf wird steigen, weil einfach die Preise immer mehr steigen und die Leute weniger Geld in der Tasche haben. Aber es wird auch schwieriger, natürlich private Spenden einzuwerben, weil natürlich jeder weniger Geld zur Verfügung hat und alle irgendwie sehen müssen, wo sie bleiben und den Schulranzen dann vielleicht eher dem Geschwisterkind oder der Cousine oder dem Cousin geben. Und wenn es ja nur der Schulranzen wäre. Schreibwaren sind 13,6% teurer als im vergangenen Jahr. Viel mehr als die allgemeine Inflation. Auf die Eltern kommen immer weiter steigende Kosten zu, beobachtet mit Sorge Volkmar Heidmann, Hessens oberster Elternvertreter. Der Schulranzen ist sicherlich der größte Posten, aber nicht der einzige. Viele Lehrkräfte geben ganz detaillierte Listen raus, was alles angeschafft werden muss. Also es läppert sich einfach und je nach Anforderungen können 400 oder 500 € sogar dabei zusammenkommen. Und das ist für viele Familien natürlich sehr viel Geld und auch nicht immer ohne weiteres bezahlbar. Die Sorge ums Geld heute weit weg. Doch die Preisexplosion ist längst Thema im Schulalltag. Für Grundschulrektorin Sonja Petermann eine neue Erfahrung. Hören Sie mich alle gut. Das ist auch so eines der ersten Dinge, die man in der Schule lernen muss. Man muss zuhören, wenn vorne einer spricht. Direkt mal 50 € pro Kind zum Schulstart in die Klassenkasse. Das gibt es in diesem Jahr nicht mehr. Selbst bei solch bescheidenen Beträgen. Wenn man mehrere Kinder hat, dann ist das ja eine Hausnummer, dass wir das auch eher staffeln und so Anzahlungen machen, damit man es übers Schuljahr verteilt, dann in kleineren Mengen einsammelt, wenn es nötig ist.
Bei Klassenfahrten gibt es eine echte Preisexplosion. Da hat das Land Hessen die erlaubten Höchstpreise im Februar mal glatt verdoppelt. Für Fahrten im Inland von 300 auf 600 Euro. Auslandsreisen dürfen jetzt nach Abstimmung mit den Eltern bis zu 900 Euro kosten. Ganz klar, wie soll das finanziert werden? Wir haben nicht mit dieser starken Erhöhung gerechnet. Dass es erhöht werden musste nach einiger Zeit, das war klar, aber eben in dieser Höhe war jetzt für uns unvorbereitet. Also wir hoffen, dass das in den meisten Schulen nicht ausgeschöpft wird. Es lässt sich in dieser Höhe eben von den Eltern in vielen Bereichen nicht abdecken. Blick voraus ins nächste Schuljahr. Max im Wiesbadener Fachgeschäft Riemenschneider. Bis zu 2000 Ranzen verkaufen sie hier pro Jahr. Für 2023 erwartet Firmeninhaber Tillmann Riemenschneider weiter steigende Preise. Ein Blick auf die angekündigten neuen Listenpreise genügt. Wir haben im Moment einen Preis zwischen 249 und 319 Euro. Das ist im Moment so die Preisschiene, die wir für nächstes Jahr am Anfang haben werden. Wie es dann später wird, das wird erst im Frühjahr entschieden. Allen Zukunftssorgen zum Trotz. Die neuen Schulkinder schicken vor dem ersten Gang ins Klassenzimmer ihre persönlichen Wünsche symbolisch in den Himmel. Luftballon flieg!